Und wenn ich jetzt zum Beispiel als Scanner-Persönlichkeit gerne unter Menschen bin und gleichzeitig merke, dass es mir zu viel wird oder eben Veränderungen suche und dann aber auch wieder mehr Reize bekomme, muss ich eben sehen, wie kann ich das ausbalancieren. Früher war ich ständig im Stress. Heute lebe ich nach meinem eigenen Rhythmus. Wie ich im Alltag entschleunige und mir ein Stückchen mehr Lebensqualität im Alltag gebe, erfahrt ihr in diesem Beitrag von mir. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich freue mich, dass auch du heute wieder dabei bist. Wie entschleunige ich im Alltag? Ja, da habe ich mehrere Sachen, die ich da nennen kann. Und zwar beginne ich den Tag ganz gerne mit sanfter Musik. Das kann meditative Musik sein, können Naturgeräusche auch sein mit so etwas Hintergrundmusik. Oder ich spiele selber Klangtrommel. Oder ich höre eine Meditation, das kann auch mal vorkommen. Genau. Und ich lasse mir auch Zeit bei den Mahlzeiten. Wenn ich das Gefühl habe, ich schaffe es nicht in einer bestimmten Zeit zu essen, dann lasse ich das lieber sein, als dass es dann wie ein Klumpen im Magen liegt. Ich brauche meistens doppelt so lange wie andere beim Essen und deshalb esse ich dann lieber etwas weniger, damit es sich dann auch gut anfühlt. Dann höre ich auch, wo wir gerade bei Mahlzeiten sind, auf mein Bauchgefühl. Also was fühlt sich gerade richtig, gut und stimmig an. Das habe ich auch mit der Zeit wirklich gelernt, danach zu gehen. Also nach meinem eigenen Rhythmus leben, indem ich schaue, wie es mir heute geht, welcher Takt ist gerade gut für mich. Das kann ja auch ein bisschen variieren von Tag zu Tag. Wann brauche ich Pausen und wann lege ich mich vielleicht auch mal mitten am Tag hin. Das kommt normalerweise nicht vor, aber wenn ich mich schlapp oder müde fühle, dann signalisiert mir mein Körper ja, dass er das offensichtlich braucht. Und dann versuche ich ihm das schon zu geben. Und wenn ich das dann in dem Moment nicht kann, dass ich mich dann wirklich auch abends früher hinlege zum Beispiel und da wirklich gucke, dass ich da gut für mich sorge. Ja, wie entschleunige ich noch im Alltag? Ich sehe, höre und fühle, was um mich herum geschieht. Also das tue ich ja sowieso, aber ich erlebe es bewusst, also indem ich hinsehe, hinhöre oder hinfühle. Nochmal ganz achtsam. Und Me-Time zu nehmen, habe ich auch gelernt. Das ist sehr wichtig, also Zeit für mich, wo ich wirklich nur für mich bin, wenn ich merke, mir wird die Gesellschaft anderer zu viel. Und dann mache ich es mir schön und bin wertschätzend mir gegenüber. Und letztendlich ist es natürlich auch ein Gewinn für die anderen, wenn ich mich mal zurückziehen kann und danach wieder ausgeruhter oder auch frischer an irgendwelche Begegnungen gehen kann. Ja. Kreative Auszeiten nehmen, also zum Beispiel musizieren. Ich spiele ja gerne Klangtrommel oder malen, basteln, fotografieren oder Videos erstellen, natürlich auch. Und etwas schaffen, das eben entspannt und entschleunigt. Eine kleine Erinnerung an mich, wenn ich mal ein bisschen struggle.
Ja, und last but not least, draußen zu sein. Also das entschleunigt meinen Alltag und entspannt meinen Alltag doch ungemein. Also in der Natur draußen zu sein, auf Spaziergängen oder Wanderungen, Campingausflüge, also entweder zelten oder einfach nur mal, es muss ja nicht ein Tagesausflug sein, es kann auch mal einfach so 2-3 Stunden sein, wo ich meinen Outdoor-Kocher dann mitnehme, also meinen Holzkocher meistens, den liebe ich ja über alles. Diejenigen, die meinem Kanal schon etwas länger folgen, wissen das. Und am Feuer zu sitzen. Und wenn es nur ein ganz kleines Feuer ist, eben in dem Holzkocher, das ist einfach klasse und entspannt mich ungemein. Und finde ich auch nochmal anders, als wenn ich mit dem Gaskocher unterwegs bin. Das mache ich zwar auch manchmal, vor allen Dingen, wenn ich längere Touren mache und vielleicht nicht so viel Zeit habe dann oder Zeit investieren möchte ins Kochen. Wobei ich auch gelernt habe, mit der Zeit bei dem Holzkocher sehr effektiv zu sein. Aber das nur am Rande. Jedenfalls einfach draußen zu sein, Outdoor-Aktivitäten, das ist einfach für mich wirklich auch nochmal ein sehr wichtiger Punkt in Bezug auf Entschleunigung. Und ja, zusammenfassend, also lässt sich sagen, bewusster zu leben, also bewusst und bewusster zu leben. Langsam machen und langsam mehr machen. Wertschätzend durch den Alltag gehen und wertschätzender durch den Alltag zu gehen. Also damit möchte ich, dass ich das so betone, möchte ich sagen, dass ich ja nicht perfekt in diesem Prozess oder in diesem alltäglichen Entschleunigungsvorgang bin, sondern eben das auch noch immer lerne, immer weiter bewusster mir mache und eben langsam mehr zu machen und wertschätzender durch den Alltag zu gehen. Also das ist einfach entwicklungsfähig, ne? Also das ist noch nicht alles in den Stein gemeißelt. Wenn ich das so und so mache, dann sage ich nicht, ja, alles perfekt, so mache ich es jetzt immer, sondern ich gucke und variiere da auch von Mal zu Mal. Ja, so viel zum Thema Entschleunigung heute, wie ich das in meinem Alltag integriere. Und ihr dürft gerne auch einen Kommentar dazu schreiben, wenn ihr mögt. Und ansonsten, ja, freue ich mich, dass ihr mir zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.